Nina Paulus will Karriere machen im Bodybuilding. Dafür trainiert sie nahezu jeden Tag. Das Schönste am Bodybuilding für mich ist eigentlich, dass ich meinen Körper so formen kann, wie ich das möchte, dass ich immer wieder über meine Grenzen hinauswachsen kann, weil jedes Training hat einen Punkt, wo man einfach über seine Grenze hinausgehen muss. Um körperliche Stärke zu erlangen, musste die 27-Jährige aus Sachsenhausen bei Korbach erst von innen stark werden. Mit 14 trennen sich Ninas Eltern. Sie rutscht ab, kommt in den falschen Freundeskreis. Die Folge? Sucht. Alkohol, Drogen, Depression. Ich bin halt praktisch durch den Sport aus den Drogen und aus dem Alkohol halt raus. Ja, keine Partys mehr, die so eskalieren. Ja, das ging dann so. Ja, man entwickelt halt mehr Interesse für das eine und das Interesse sinkt für das andere und man denkt so, okay, wenn ich jetzt mehr auf meinen Körper achte und mir mehr gute Sachen tue, dann geht es mir halt auch besser. In einer Klinik wird Nina bewusst, sie muss was ändern. Die Nordhessin geht ins Fitnessstudio und findet Gefallen daran. Ja, es ist schon so ein bisschen Suchtverlagerung, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so ein gesundes Leben, wie ich es jetzt führe, zu leben, ohne den Sport. Mir würde was fehlen, um ja, einen Ausgleich zu schaffen für meinen Kopf, für meine Gedanken. Ninas Körper verändert sich. Weniger Fett, mehr Muskeln. Ihren Beruf als Einzelhandelskauffrau hat Nina Paulus mittlerweile aufgegeben. Sie arbeitet stattdessen als Trainerin in einem Fitnessstudio in Fritzlar, macht ihre Leidenschaft zum Beruf. Das zeigt sie auch bei Instagram. Doch nicht überall kommt die 27-Jährige damit an. Ich hatte mal eine Zeit, wo auch aus meinem privaten Umfeld viele negative Kommentare dazu gekommen sind. Damit ging es mir nicht gut. Da hatte ich überlegt, auch mit allem aufzuhören. Ich saß da bei Jenny, also bei meiner Trainerin, und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich lösche einfach Instagram, ich höre einfach auf damit. Und da sah ich überhaupt noch nicht aus wie jetzt. Doch mit den Muskeln wächst auch ihr Selbstbewusstsein. Nina hält einen Diätplan ein. Gemüse, Reis, Hähnchen, nahezu jeden Tag das Gleiche. Ausnahmen wie Schokolade gibt es nicht. Also es fällt mir eigentlich jetzt nicht schwer. Zwischen den Wettkämpfen, wenn da viel Zeit ist, da ist es hart, da bin ich ganz ehrlich. An den Tagen, wo es zum Beispiel mal gar keine Kohlenhydrate gibt, das ist schon eine harte Nummer. Das ist nicht leicht, aber man weiß ja, wofür man es tut, ne? Deswegen macht halt dann auch Spaß. Dieses, ja, wenn man kämpfen muss. 10 bis 15 Kilo nimmt sie vor einem Wettkampf ab. Familie und Freunde mussten sich daran erst gewöhnen. Wenn man halt mal mit der Familie essen ist oder so, dass da mal halt kommt, ess doch was Normales oder so. Das ist ja eigentlich das Einzige, was da mal liegen bleibt. Vor allem, weil es mittlerweile sie ja schon so weit fortgeschritten in dem Sport ist und jetzt ja auch so viel Potenzial und Möglichkeiten da sind, ist da eigentlich niemand mehr, der da noch sagt, willst du nicht was anderes machen oder mach doch lieber so. Also mittlerweile ist da eigentlich nur noch Unterstützung da. Nina arbeitet nicht nur an ihrem Körper, sondern auch am Image. Denn als Bodybuilderin kämpft sie auch gegen Vorurteile. Ja, die nimmt doch Anabolika und sowas. Menschen verstehen nicht, dass es einfach harte Arbeit ist, die dahinter steckt. Da kann man sich so viel spritzen und so viele Pillen einwerfen, wie man möchte. Wenn du nicht hart dafür arbeitest, gut isst und hart trainierst, wirklich hart, dann wirst du halt auch nicht gut aussehen. Da kann man nehmen, was man will. Wie viel harte Arbeit in ihr steckt, möchte Nina zeigen. Ihr Ziel ist die Olympiabühne.